Oh mein Gott, was ein Schuh! Hier ist er also, der brandneue Nike Mercurial Vapor 14. Der Nike Vapor 14 löst logischerweise den Nike Vapor 13 ab und soll natürlich auch besser sein als das Vorgängermodell. Das wollen wir heute klären. Für mich ist es eine definitiv schwierige Aufgabe, ist ja mein Lieblingsfußballschuh gegen meinen vermeintlich neuen Fußballschuh. Finden wir raus, was dieser Fußballschuh drauf hat, ob es eine Verbesserung ist und was zu beachten gilt heute im Review. Wer das Tech-Talk-Video zu diesem Fußballschuh schon gesehen hat, weiß natürlich, wie viel Technologie hinter diesem Fußballschuh steckt. Was natürlich direkt auffällt, nur noch hier ist der Flyknit-Bereich im Vergleich zum Vapor 13. Sonst der Hauptteil der Körper dieses Fußballschuhs besteht jetzt aus Vaporposit, ein neues Obermaterial, das diesen Fußballschuh nochmal besser machen soll. Generell besteht der Fußballschuh aus 4 Lagen, beispielsweise hier hinten. Das Orangige soll für guten Komfort sein. Dann ist eine weitere Schicht drüber, um zum Beispiel Stabilität im Fußballschuh zu haben. Und das Spannendste ist definitiv das Titan-Synthetik. Das sind diese bunten Farben hier. Die sind auch nicht zufällig gewählt, sondern Nike hat es bewusst gewählt, um zu zeigen, welche Komponente welche Aufgabe am Fußballschuh übernimmt. Beispielsweise, wir haben hier einen lila Bereich, das nennt sich Speed Band. Das hilft einfach nochmal mehr Stabilität zu generieren, beispielsweise beim Richtungswechsel. Oder hier vorne im Vorderfußbereich dieses Orangene, das ist wieder etwas weicher, um einfach einen guten Touch zu ermöglichen. Falls ihr mehr Fakten zum Titan-Synthetik haben wollt, checkt gerne mal das Tech-Talk-Video aus. Heute soll es ja vermehrt um die Performance gehen. Leute, ihr habt zum Intro gehört, der Nike Vapor 13 war ja mein Lieblingsfußballschuh, weshalb die Ansprüche an dieses Modell enorm hoch sind. Starten wir mal direkt mit der ersten Kategorie, und zwar mit dem Ballgefühl und Touch, was ja auch mit entscheidend ist bei einem Fußballschuh. Ihr habt es vorher im Intro gehört, dass es hier im Vorderfußbereich eine Titan-Synthetikschicht gibt, die etwas weicher ist, und direkt aus der Box raus ist der Fußballschuh definitiv sehr weich, sprich man erwartet hier ein gutes, direktes Ballgefühl. Wir haben hier so eine Grip-Struktur noch auf der Oberfläche, so eine netzartige, was nochmal zusätzlich helfen soll, Grip zu generieren, vor allem bei nassen Verhältnissen, wie wir es jetzt heute auf dem Platz haben. Ich muss sagen, der Touch hat mich tatsächlich überzeugt. Hier gibt es nichts zu meckern. Wie beim Nike Vapor 13 gewöhnt, gibt es hier ein sehr gutes Ergebnis. Man hat einen sehr direkten Touch, nicht zu direkt, das ist ein gutes Zwischending, aber auf jeden Fall vergleichbar mit dem Nike Vapor 13, sogar vielleicht ein bisschen direkter als beim Nike Vapor 13. Man beim Tempo-Tripling auf jeden Fall perfekte Unterstützung, nicht nur durch die Sohle, sondern auch durch das Obermaterial, weshalb es hier definitiv nichts zu meckern gibt. Weiter geht's mit dem Lockdown und natürlich auch mit der Passform. Wir starten mal mit dem Lockdown und hier macht der Nike Vapor auf jeden Fall seinem Namen alle Ehre. Man fühlt sich sehr, sehr sicher im Fußballschuh. Das Obermaterial hier im Mittelfußbereich ist weich,
hat er innen nochmal so ein bisschen ein stabileres Layer, um einfach einen guten Lockdown zu generieren. Genauso die Sohle. Ist zwar immer noch ein Bewegungsradius, der beim Beschleunigen aus der Kurve definitiv ein Vorteil ist, aber ist etwas stabiler als jetzt beim Vorgängermodell. Da war das Ganze ein bisschen flexibler, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Stabilität und der Komfort ist für meinen Mittelfuß auf jeden Fall nach der Einlaufphase ein gutes Ergebnis. Kommen wir mal zur Achillesferse des Nike Vapors, zumindest beim Nike Vapor 13, was gewissermaßen die Haltbarkeit war. Hier hat aber Nike nachgearbeitet. Zum einen, die Sohle ist hier wie gesagt verbunden, was nochmal die Sohle stabiler machen soll. Und auch hier im Vorderfußbereich hat Nike das Material verstärkt. Das Titansynthetik soll hier quasi nochmal mehr Stabilität und mehr Haltbarkeit bieten. Da muss ich aber sagen, dafür ist die Testzeit noch nicht lang genug gewesen. Hierzu wird es dann auf jeden Fall ein ausführliches Langzeitvideo geben. Also seid gespannt, zur Haltbarkeit gibt es definitiv noch ein extra Video. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, ist es jetzt ein Fortschritt mit dem Nike Vapor 14 oder sogar ein Rückschritt und man hätte beim Nike Vapor 13 bleiben sollen? Hierzu stelle ich euch mal meine Vor- und auch gewissermaßen Nachteile vor. Was definitiv nochmal ein Fortschritt ist, ist die Sohle. Ihr habt es vorher gehört, ein sehr aggressiver Druck. Vor allem beim Beschleunigen wird man hier sehr, sehr gut unterstützt. Hier ist es sogar nochmal besser als beim Vorgängermodell und man muss sagen, hier haben wir mit die beste Speedboot-Sohle, natürlich auch der X-Ghost zählt dazu, die ja für das Thema Geschwindigkeit geeignet sind. Was mich so ein bisschen stört, sind diese Speedwings hier. Ihr findet die Beschreibung auch innerhalb der Sohle. Man denkt, okay, das hat vielleicht was mit dem Lockdown hier in der Ferse zu tun, aber es ist nur optisch und ich finde, optisch stört das Ganze eher, als es ein Vorteil wäre. Ein weiterer Nachteil ist, das Gewicht wurde mehr als im Vergleich zum Vorgängermodell. Wir haben eine Gewichtssteigerung von 25 Gramm, sprich dieser Fußballschuh ist nochmal etwas schwerer, aber man muss ehrlich sein, man spürt es auf dem Platz nicht wirklich. Man muss aber sagen, der Touch ist schon ein bisschen direkter geworden als im Vergleich zum Vorgängermodell, sprich für alle, die natürlich einen direkteren Touch haben wollen, beziehungsweise auf einen direkten Touch stehen, finden beim Nike Vapor 14 auf jeden Fall eines der besten Modelle auf dem Markt. Was die Passform angeht, habt ihr gehört, für mich gibt es hier keinen signifikanten Unterschied. Vielleicht ist die Fußform hier vorne ein bisschen breiter als im Vergleich zum Vorgängermodell. Generell kann man sagen, von schmal bis leicht breiten Füßen kann man beim Nike Vapor 14 auf jeden Fall eine gute Passform erwarten, weil er einfach gut und unterstützend wirkt, ein sehr, sehr weiches Material ist und dadurch natürlich sich nochmal gut anpassen kann. Was die Größe angeht, kann man hier auf jeden Fall true to size gehen, sprich ich habe hier eine 43. Beim Touch habe ich euch ja die Vorteile genannt, ein sehr, sehr weiches Material, vielleicht sogar etwas weicher und direkter als jetzt beim Flyknit es vorher der Fall war. Aber das sollte man auch beachten, wenn natürlich hier ein Verteidiger draufsteht, tut das entsprechend weh. Aber ich denke, den Schmerz muss man eingehen, wenn man ein sehr direktes Ballgefühl haben möchte. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Nike Mercurial 14. Ihr findet natürlich auch schon ein Tech Talk Video, wie gesagt, auf diesem Kanal, falls ihr nochmal genauere Fakten zu dieser Technologie hinter dem Schuh wissen wollt, könnt ihr abchecken. Link in der Beschreibung und natürlich auch in der Infokarte. Das war's zum Schuh. Ich bin gespannt, was ihr zum brandneuen Nike Vapor 14 auch zu der Performance sagt. Gerne Feedback da lassen. Das war's zum heutigen Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.